Elefanten sind sanfte Riesen, die genau wie Menschen eine Vielzahl von Emotionen empfinden können. Es ist allgemein bekannt, dass sie über ein sehr gutes Gedächtnis verfügen. Doch würde dieses Gedächtnis ausreichen, um einen Menschen nach Jahrzehnten wieder zu erkennen? Schau das Video bis zum Schluss, denn es wird dich zum Staunen bringen. Daphne Hankins wurde auf einer großen Holzfällerfarm außerhalb des Dorfes Gilgil in Kenia geboren. Als sie 6 Jahre alt war, besuchte sie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Vater ein Naturreservat. Von diesem Tag an war Daphne klar, dass ihr Herz für Tiere schlug. Nachdem sie gesehen hatte, wie unglaublich es war, den ganzen Tag in der Nähe von wunderschönen und majestätischen Tieren zu sein, beschloss das junge Mädchen, dass sie ihre Zukunft damit verbringen wollte, hilflosen Tieren zu helfen. Sie wollte ihnen einen Ort geben, wo sie sicher waren. Später schloss die junge Frau die Schule als eine der Klassenbesten ab und erhielt sogar ein Stipendium für Medizin. Solch ein Angebot kam nicht oft vor und war für junge Kenianer eine einmalige Chance, um aus den ärmlichen Verhältnissen auszubrechen. Doch Daphne lehnte ab, um ihrem Traum nachzugehen. Bald darauf lernte sie ihren künftigen Ehemann David Sheldrick kennen. Er war Gründungsleiter des Tsavo-Nationalparks und ebenso tierbegeistert wie sie selbst. Die beiden verliebten sich ineinander und heirateten. Es dauerte nicht lange, bis sie Mitleiterin des Reservats wurde. Die Arbeit dort und die Pflege der verschiedenen Wildtiere war für Daphne wie ein wahr gewordener Traum. Sie und David halfen bei der Rettung vieler Wildtiere, insbesondere von Elefanten, die verwaist waren. Die Eltern der Tiere starben nicht selten durch die gegenwärtige Dürre oder aufgrund diverser Krankheiten. Oftmals wurden sie aber von Wilderern getötet, die Jagd auf diese Tiere machten, um an ihre berüchtigten Stoßzähne zu kommen, die sie für viel Geld im Elfenbeinhandel verkauften. Daphne und ihr Mann pflegten die jungen Tiere und brachten ihnen nützliche Fähigkeiten bei. Solange, bis sie reif genug waren, um wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden. Als das junge Ehepaar ihr Baby Jill zur Welt brachte, schien ihr Glück perfekt. Daphne war überglücklich. Sie lebte ihren Traum und nun waren sie eine kleine Familie. Doch wenige Jahre später sollte die junge Frau einen Schicksalsschlag treffen. Nach 17 glücklichen Ehejahren verlor Daphne ihren Mann durch einen Herzinfarkt. Nach Davids Tod fiel es der trauernden Frau schwer, ihre Mission fortzusetzen. Sie nahm sich eine Auszeit, um zu trauern. Und sie war so verletzt, dass sie dachte, sie würde ihre Arbeit im Reservat aufgeben. Sie konnte es nicht ertragen, ohne David durch den Park zu streifen. Aber etwas in ihr sagte, dass sie weitermachen musste. Sie durfte nicht aufgeben, sondern musste weitermachen. Der Traum von ihrem Mann, die Welt für Tiere zu einem besseren Ort zu machen, musste in ihr weiterleben. Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welch großes Wunder sie erleben würde. Daphne gründete ihren eigenen Nationalpark namens Nairobi National Park. Sie konzentrierte sich auf Elefanten und Nashörner und kämpfte um ein weltweites Verbot von Elfenbein. Im Laufe der Zeit wurde sie mit der höchsten kenianischen Auszeichnung für Tierwohl geehrt. Außerdem wurde sie von Queen Elizabeth II. Zur Woman Commander of the Order of the British Empire ernannt. Eines Tages sah sie bei einem Besuch im Park, wie ein frisch verwaister Elefant hereingebracht wurde. Das arme Baby hatte gerade seine gesamte Familie verloren und kämpfte damit, sich an sein neues Leben anzupassen. Es war nicht das erste Mal, dass Daphne ein Elefantenbaby pflegte. Doch diesmal war etwas anders. Dieser Elefant war deutlich anhänglicher als die anderen. Es gab eine Zeit, in der der Elefant so sehr an Daphne hing, dass er sich weigerte zu fressen, als sie für 2 Wochen verreist war. Sie nannte den Elefanten Kamba. Die Frau verbrachte viel Zeit mit dem Tier und schenkte ihm viel Liebe. Sie kuschelte mit ihm, spielte mit ihm oder las ihm Geschichten vor, während er ruhig neben ihr schlief. Daphne hatte zu allen Tieren des Reservats immer eine tiefe Bindung gehabt. Doch diese hier war etwas Besonderes. Am liebsten hätte die Frau Kamba behalten. Doch ihr war natürlich bewusst, dass er eines Tages gehen musste. Wenn er groß genug war, wieder ausgewildert zu werden, musste er den Platz für ein neues Tier freimachen. Als es soweit war, umarmte Daphne ihren kleinen Freund ein letztes Mal. Der Abschied fiel schwer. Unter Tränen ließ sie die Frau den Elefanten in die Wildnis ziehen. Sie glaubte, sie würde ihren treuen Freund nie wiedersehen. Sie konnte nicht wissen, was viele Jahre später geschehen sollte. 28 Jahre später gab es den Nationalpark noch immer. Daphne war bereits eine ältere Dame und half nur noch sporadisch im Park aus. Sie hatte Beschwerden in der Hüfte und konnte nicht mehr so hart arbeiten wie früher. Dies hielt sie aber nicht davon ab, dennoch fast täglich im Nationalpark zu sein und ihre Elefanten zu bewundern. An einem unscheinbaren Frühlingstag saß Daphne wie so oft in dem Park und genoss den Tag. Doch an diesem Tag sollte etwas passieren, das alle zum Staunen brachte. Eine Elefantenherde zog durch das Gebiet. Dies war in dieser Gegend natürlich zunächst nicht ungewöhnlich. Aber die Herde blieb vor dem Eingang des Reservats stehen. Die Menschen schenkten dem Ereignis anfangs keine Aufmerksamkeit. Doch als die Herde nach 20 Minuten immer noch nicht weiterreiste, wurden die Mitarbeiter neugierig. Was wollte die Herde hier? Brauchten sie Hilfe oder standen sie nur zufällig so lange Zeit vor dem Tor?
Als Daphne von der Herde erfuhr, ging sie zu der besagten Stelle. Sie hatte über die Jahre viel Erfahrung mit Elefanten gesammelt und kannte sich dementsprechend gut mit diesen Dickhäutern aus. Vielleicht konnte sie herausfinden, was der Grund für das Erscheinen der Herde war. Was dann geschah, ist unglaublich. Als Daphne den Tieren gegenüberstand, trat der größte Elefant aus der Herde hervor. Die Frau erkannte an der Körpersprache des Tieres, dass er nicht zum ersten Mal einem Menschen gegenüberstand. Es dauerte einen Augenblick, ehe sie realisierte. Kamba, bist du es? Fragte die Frau und ging langsam auf das Tier zu. Dann umarmte sie den Elefanten. Dieser verhielt sich ruhig und berührte Daphne sanft mit seinem Rüssel. Es war tatsächlich Kamba, der Elefant, dem sie damals das Leben gerettet hatte. Nach all den Jahren hat er seine Ersatzmutter nicht vergessen und heute dankte er ihr. Alle staunten über das Vertrauen, das das Tier entgegenbrachte. Die Herde blieb noch eine Weile bei dem Reservat, ehe sie sich schließlich wieder auf den Weg in die Wildnis machte. Wie du siehst, Elefanten vergessen nicht. Vergiss auch du nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal kostenlos zu abonnieren. Schau dir jetzt ein Video von einem Elefanten an, der nach 12 Jahren einen Tierarzt wiedererkannte, der ihm das Leben rettete.